Und bei mir im Studio ist nun unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Ja, du bist gerade aus Paris zurückgekommen, warst gestern bei diesem Treffen der Koalition der Willigen mit dabei. Aber war es jetzt eigentlich eine Koalition der Unwilligen? Weil wir haben klar gemerkt, die Südeuropäer, die wollen nicht mitmachen, das, was die Nordeuropäer planen. Also es waren Europäer dabei, aber es war auch Kanada dabei, Australien war dabei. Und es sind von den 31 sehr viele Unwillige auch da, die sagen, ja, bei den Planungen sind wir dabei. Aber letztendlich, wenn es um Konkretes geht, wenn es um Soldaten geht, dann machen wir nicht mit. Also wer ist da federführend? Natürlich Großbritannien und Frankreich. Die baltischen Staaten kommen noch dazu. Polen, kann ich mir vorstellen, wird auch Truppen entsenden. Deutschland ist auch natürlich so ein Punkt. Aber die Mehrheit möchte das nicht. Was ist jetzt der nächste Schritt? Großbritannien und Frankreich entsenden jetzt ihre Generalstabschefs in die Ukraine. So eine Fact-Finding-Mission, so heißt das, wo dann erstmal festgestellt werden muss, wo könnten denn Soldaten stationiert werden, wie viele sind tatsächlich notwendig. Jetzt ist in der Diskussion, das entlang des Dnipro-Flusses zu machen, also quasi von Saporischschja bis über Kiew nach Tschernihiw weiter. Aber das wären auch mal eben 800, 900 Kilometer. Und das heißt, das kannst du nicht mit 2000, 3000 Soldaten machen, sondern dafür brauchst du Zehntausende Soldaten und die muss man erst mal zusammenbekommen. Ja, Steffen, das Interessante ist ja, alle fragen sich, wo ist eigentlich die Rolle Deutschlands im Moment? Wir wissen, wir haben im Moment nur einen geschäftsführenden Kanzler, Olaf Scholz, der war auch gestern mit dabei, hat sich mal wieder ausweichend geäußert. Friedrich Merz ist noch nicht Kanzler und die Frage ist dann auch, wenn er Kanzler wird Deutschland tatsächlich Soldaten in die Ukraine entsenden? Das ist ja eine heikle Frage. Wie schätzt du das ein? Das ist eine heikle Frage, aber ich glaube, Deutschland kommt nicht drum herum. Also wenn man wirklich Führungsnation in Europa sein will, dann kann man nicht sagen, wir ziehen uns da mal schön raus und die anderen machen das. Also wenn man mit am Tisch sitzen will, auch bei Verhandlungen, muss Deutschland natürlich dabei sein. Boris Pistorius, der noch Verteidigungsminister, aber möglicherweise auch zukünftige Verteidigungsminister, hat ja durchaus gesagt, dass er sich das vorstellen kann. Und da kann ich ganz persönlich auch einen geschäftsführenden Bundeskanzler nicht verstehen, der dann sagt, naja, das sind ja ungelegte Eier und wir müssen erst mal abwarten und erstmal muss ja ein Waffenstillstand her. Nein, andersrum funktioniert das und das machen Großbritannien und Frankreich genau richtig. Man muss jetzt die Planung beginnen. Es geht nicht, wenn in einem halben Jahr vielleicht doch ein Waffenstillstand da ist, dass man sagt, okay, wie machen wir es denn? Wer schickt denn wohin Soldaten? Wie ist das eigentlich mit der Logistik, mit der Infrastruktur? Wie bekommen wir Panzer? Wie bekommen wir Flugabwehrraketen? Nein, das muss jetzt geplant werden. Und deswegen ist es dringend, dass eben auch Deutschland da sagt, ja, das ist unser Commitment. Und wir können uns vorstellen, Soldaten zu schicken, Material zu schicken, Sanitäter zu schicken, was auch immer es sein mag. Du hast das eben angesprochen, Waffenstillstand. Und du warst ja in Riad mit dabei, oder in Jeddah, muss man ja sagen, also in Saudi-Arabien, bei diesen Verhandlungen zwischen den USA und Russland, aber auch dann zwischen den USA und der Ukraine. Nirgendwo war ein europäischer Vertreter mit dabei. Also wie siehst du die Chancen, dass Europa überhaupt noch einen Fuß in die Tür reinkriegt, da mitverhandeln zu können? Selbst Donald Trump ist ja jetzt ein bisschen genervt, also vielleicht könnte er sie mit reinziehen, oder? Also Donald Trump ist ja nicht nur ein bisschen, sondern extrem genervt von den Europäern, die immer sagen, wir wollen dabei sein, aber letztendlich wollen wir nicht liefern. Und wenn man dann auch noch so ein relativ uneiniges, fast zerstrittenes Bild abgibt wie gestern in Paris, dann ist das natürlich hinderlich. Europa wird am Tisch sitzen, natürlich wird das passieren. Aber es ist ein Katzentisch, oder? Katzentisch, aber wenn es um die Verhandlungen geht, was gibt Europa, was geben die USA? Mal wieder in Richtung Russland. Russland hat Bedingungen gestellt, da geht es um Sanktionen und die USA haben schon gesagt, naja, bei Sanktionen, da sind die Europäer ja mit im Boot, da müssen die mitsprechen, weil die meisten Sanktionen kommen ja auch aus Europa. Also früher oder später wird Europa am Tisch sitzen, aber ich gebe dir recht, am großen Verhandlungstisch wird das nie der Fall sein. Das ist der kleine Verhandlungstisch und man wird dann Beihilfe leisten, aber mehr wird es auch nicht sein. Steffen, danke für deine Einordnungen zur aktuellen Entwicklung im Ukraine-Krieg. Dankeschön. Gerne.